Ja, hallo zusammen. Heute sind wir bei der Firma TMW Tech, Turning, Milling, Welding. Tech für Technologie natürlich irgendwie. Und ich habe die Chance heute mit Timo, dem Inhaber und Gründer der Firma, ein paar Fragen zu klären, vor allen Dingen zu dem Thema Wolfram-Elektroden. Also Timo, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ihr macht ja hier sehr hochwertige, oder ihr seid ein Spezialist, sage ich jetzt mal so, fürs Orbital, fürs Rohrschweißen, und es geht oft um Prozesstechnik, dass durch die Rohre irgendetwas geführt wird. Es wird irgendetwas durchgeführt, es kann ein jeglicher Stoff sein, und eure Nähte, die ihr hier auch sehr viel automatisiert macht, haben mit dem Produkt Berührung. Also für euch in eurer Kompetenz ist die Wolfram-Elektrode ja ein wichtiges Teil. Warum ist das so? Wir müssen uns auf die Wolfram-Elektroden verlassen können hinsichtlich der Zündstabilität, der Eigenschaften im Dauerlauf, im Speziellen in der Orbitaltechnik, um wiederkehrende Prozesse eben dauerhaft gewährleisten zu können, um gewisse Vorschriften hinsichtlich WPS und WPQRs einhalten zu können, um die Rüstzeiten gering zu halten, und sind dann durch verschiedene Tests am Ende auf eure Abicor-Pinselnadel gestoßen. Ja, das will ich dich natürlich noch ein bisschen genauer fragen, aber sag doch noch mal so, was sind denn so typische Sachen, die man, wenn einem die Wolfram-Elektrode wichtig ist, nicht haben will, die eigentlich nicht passieren sollten? In wiederkehrenden Prozessen hat man sehr oft die Probleme, die Zündeigenschaft irgendwo nicht dauerhaft gewährleisten zu können, was natürlich ein größerer Aufwand für die Mitarbeiter war hinsichtlich des Schleifen und des Wechselns der Nadeln. Okay. Die Prozessstabilität in Buntmetallen, also sprich in Wechselströmen, war auch nicht immer gewährleistet, also nicht durch ein einziges Produkt. Wir mussten die Nadeln also wechseln, hatten dann unterschiedliche Hersteller dadurch, und das konnten wir jetzt eigentlich ablösen. Speziell im Bereich des Heftens mit sehr hohen Zündströmen hatten wir ein Abpinschen der Spitzen oder eben keine wiederkehrenden Zündeigenschaften, was auf Dauer auch irgendwo zu Verschlechterungen von den Prozessen und Unzufriedenheiten der Mitarbeiter geführt hätte. Okay. Ja, du hast aber auch gesagt, es geht ja auch manchmal geht es ja auch wirklich um Risse oder auch um Brechen und so weiter. Also das sollte natürlich auch nicht vorkommen irgendwie. Also Stabilität spielt auch eine Rolle. Die Stabilität spielt unbedingt eine Rolle, speziell im AC-Bereich, also sprich, wenn wir Aluminiumwerkstoffe verarbeiten, brauchen wir halt eine sehr gut ausgebildete Kalotte. Die sollte so spitz wie möglich, so stumpf wie nötig sein eben. Und die Gewährleistung hat man eigentlich dann hinterher auch. Wir hatten auch Nadeln, die sind gerissen oder ausgebrochen, was dann irgendwo zu einem verzerrten Lichtbogen führt und nicht das optimale Ergebnisse für unsere Kunden geschaffen hat. Genau. Und wie gesagt, also du hast ja gesagt, am Ende sagen wir mal, habt ihr auch mal die E3-Elektrode von uns getestet, aber ihr habt das ja auch wirklich auf Herz und Nieren gemacht. Das würde ich jetzt dich gerne noch mal fragen wollen, weil ihr schweißt ja sehr viel, also hast du ja gesagt, ganz feines Heften mit Orbitaltechnik, sagen wir mal, ganz fein und so weiter. Und ihr habt ja dann also unsere Elektrode quasi ja wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Okay. Kannst du mal sagen, wie ihr das gemacht habt? Ja, wir haben eben unterschiedliche Tests gefahren im Bereich des Handschweißens, ganz normal klassisch. Im DC-Bereich, da geht es hauptsächlich um die Zündeigenschaften beim dauerhaften Heften. Da war die eben sehr stabil im Bereich des Hochstroms, also sprich an der Leistungsgrenze der 2,4er Elektrode haben wir es jetzt auch mit unterschiedlichen Gasen getestet, und da war die eben sehr stabil. Also wir haben die jetzt nicht nur unter Reinargon in Verwendung, sondern auch mit Wasserstoff und Helium behafteten Gasen, was die Belastung an die Nadel nochmal höher werden lässt. Ja. In dem Bereich war die ja deutlich stabiler als Mitbewerber, kann man sagen. Ja. Und natürlich auch im Wechselstrombereich, und im Wechselstrombereich waren wir äußerst zufrieden, obwohl wir nur ein Produkt für unterschiedliche Anwendungen verwendet haben. Also wir haben die eigentlich durch die Bank getestet, sprich von Handschweißen, Heften, dauerautomatisierten Prozessen. Auch verschiedene Materialien irgendwie so? Selbstverständlich. Also prinzipiell sind wir eigentlich im nicht rostenden Bereich zu Hause und unterwegs, also sprich Buntmetalle und hochlegierte Chrom-Nickel-Stähle. Und da haben wir eigentlich durchweg alles getestet, von ganz niederer Frequenz im DC-Bereich bis zu ganz hart gefahrener Hochstrom, AC-Wechselkurve. Ja. Ja, genau. Und ihr habt ja auch erzählt, sagen wir mal, ihr habt auch wirklich alle Farben durch. In der Wolfram-Welt spricht man ja über Farben und so weiter. Und man kann also sagen, ihr seid jetzt quasi am Ende, ist eure Wolfram-Elektrodenwelt jetzt quasi lila geworden irgendwie so. So ist es. Das ist super, okay. Und
wie gesagt, eine Spezialität, sagen wir mal, die ihr mir schon mal erzählt habt, ist ja, dass ihr sogar, sagen wir mal, Wolfram-Elektroden für eure speziellen Anwendungen biegt, sagen wir mal so. Und das geht auch nicht mit jeder. Und ich meine, jetzt bin ich ja nicht froh, dass wir mal eine haben hier. Guck mal, so kann das dann aussehen. Um kundenspezifische Prozesse lösen zu können oder spezielle Anforderungen an Bauteile, haben wir uns eben unterschiedliche Prozesse überlegt und lösungsorientiert gehandelt. Und es gibt sicher viele Adaptionen und Möglichkeiten, das irgendwie händisch herzustellen. Aber dauerhaft prozesssicher formen wir dann eben auch unsere Wolframnadeln, wie wir sie für den Anwendungsbereich unseres Kunden benötigen. Super. Das war mit der Eura-Nadel auch ohne Probleme möglich und in der Stabilität hat sich nichts verändert, auch nicht durch das Biegen der Nadel. Okay, cool. Ja genau, und dann, das hast du ja auch mir schon ein bisschen versucht zu erklären, beim Aluminiumschweißen, sagen wir mal, mit Wolfram-Elektroden, da ist es ja auch wichtig, da geht es ja um die Kalottenform oben und ich habe verstanden, dass man die erstmal eigentlich doch spitz anschweißt. Theoretisch anschleift, ja genau. Entschuldigung. Ja. Theoretisch wird einem beigebracht, eben eine runde Kopfform der Elektrode herzustellen, um die Kalottenbildung irgendwo zu beschleunigen oder die natürlich herzustellen. In der Praxis wird es sehr oft anders gemacht, weil wir auch sehr dünne Aluminiumwerkstoffe verarbeiten und auch mit niedrigen Strömen arbeiten. Von der Sache her wird die Elektrode bei uns eigentlich spitz angeschliffen oder bei vielen befreundeten Mitbewerbern und Unternehmern. Ja. Und die Kalottenbildung geht dann letzten Endes irgendwo über den Bereich, in dem man schweißt. Das heißt, man behält die maximale Spitze der Wolfram-Elektrode und kriegt eben nur so wenig Kalottenbildung, wie wirklich notwendig ist. Das heißt, man hat am Ende für den Bereich, in dem man schweißt, den tatsächlich stabilsten Lichtbogen. Ja. Die Kalottenbildung ist auch ein bisschen der Wolframnadel geschuldet. Man muss sagen, viele Wolframnadeln brechen dabei oder tropfen ab. Ja. Oder bersten sogar aus zum Teil und das hat man mit eurer Elektrode jetzt auch. Genau, weil es geht ja darum, also einen definierten Lichtbogen weiter zu erhalten und du hast mir gesagt, wenn die dann nicht mehr die Form haben, dann springt der so rum und dann hat man kein optimales Ergebnis mehr. Ja, super. Ich muss jetzt auch noch mal sagen, ich meine, du hast mir vorhin gezeigt, irgendwie du hast hier eine keramische Gasdüse, die ist schon über 16 Jahre alt. Wie lange schweißt du schon? Du bist ja schon echt lange am Schweißen irgendwie so. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch sagen darf, aber ich habe mit 15er Lehre begonnen. Na klar, ich meine, ja. Und da eigentlich vom ersten Tag ab schweißen müssen. Ne? Okay. Liegt irgendwo da drin, der Papa war auch schon Schweißer, dann war der Berufswunsch eben auch irgendwo dahingehend und weiß ich nicht. Gut, also eine Sache wollte ich halt nochmal, klar, jetzt haben wir sehr viel, ihr macht sehr viel automatisiert irgendwie, aber ja klar, ihr hast ja gesagt, ihr macht auch Handschweißen, sagen wir mal so. Wenn man jetzt mal sagt, bei so einem Wickbrenner irgendwie, was ist jetzt für euch ein wichtiges Element oder was ist wichtig an so einem Wickbrenner, damit er für euch funktioniert? Die Flexibilität des Brenners ist wichtig. Die Zündeigenschaften der Strom-Wasser-Kabel vielleicht im Allgemeinen, die unterscheiden sich nur geringfügig, aber das ist ein wesentlicher Punkt bei einem Wickbrenner. Ja. Wir wollen die Bauform so klein wie möglich, um verschiedene Art und Lagen eben besser in den Griff zu bekommen. Sehr wichtig ist eben nur die Aufnahme für uns und da die Art der Begasung, sprich im Wolfram- und Erdgasbereich haben wir ja sehr viele unterschiedliche technische Gase zur Verfügung. Ja. Die nutzen wir fast auch durchgehend alle, sprich heliumbehaftete, wasserstoffbehaftete und so weiter. Während wir heliumbehaftete Gase eben direkt begasen, wollen wir bei der rein Argon-Anwendungen eben die möglichst größte Gasabdeckung, um die Anlauffarben möglichst gering zu halten, um die Nachbehandlung so klein wie nötig zu haben. Und da bietet eigentlich ein bisschen die optimalen Lösungen für alle Formen. Und da jetzt gerade bei der Gasströmung oder dass ihr immer genug Gas braucht, irgendwie da kommt ja auch diese Jumbo-Ausrüstung, glaube ich, zum Tragen. Da geht es ja darum, dass irgendwie man irgendwie einen schönen Strom um die Wolfram-Elektrode hat, aber auch das vorne, wo man schweißt, halt noch gut abgedeckt ist. Mit oder? Dieser Jumbo-Düse gehen wir wie folgt vor. Also die hat eine super tolle Gasabdeckung für diese Form in dieser Länge des Stickouts, wenn man das so macht. Ja. Zusätzlich kann man hier aber die Nadel wirklich extrem weit auslagern, um auch hinter dünne Spalte zu kommen oder womöglich kleine Düsen vermeiden zu können und trotzdem bei optimaler Gasabdeckung zu bleiben. Sprich große Düse, dünnes, zugängliches, schweißendes Teil. Super.
Ja, also Simon, also vielen Dank für deine tollen Erläuterungen und Erklärungen. Also ich hoffe, dass es auch dem allen etwas gebracht hat, sagen wir mal, irgendwie so aus der wirklichen Spezialwelt von Orbitalrohrschweißen viel mit Produktberührung. Also nochmal vielen Dank, dass wir hier sein durften. Schaut auf unserem YouTube-Kanal vorbei und gerne auch auf der Website von TMW Tech. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Danke sehr.